Servus und willkommen Leute, euer Gopta hier. Ich will euch heute mal ein paar Quick-Tipps geben, die ich so in den letzten 2-3 Monaten angesammelt habe, wo ich das Spiel jetzt hier spiele, damit ihr vielleicht nicht den einen oder anderen Fehler begeht, den ich begangen habe. Falls es euch gefällt, lasst einfach mal ein Like oder vielleicht sogar ein Follow da und dann starten wir auch direkt. Für mich war am Anfang das Wichtigste, für mich persönlich, dass ich die Wilderhalle also das Hauptgebäude auf Level 22 bekomme, damit ich eben die maximale Anzahl an Legionen draußen haben kann, weil ich sehr viel am Farm bin. Ich versuche auch im Moment den Rang 1 zu mir zu holen. Ist noch nicht ganz so nah, wie ich gerne hätte, aber ich komme Tag für Tag ein bisschen näher. Vielleicht wird das noch was. Das Gute ist halt, dann müsst ihr weniger Geld oder was auch immer ausgeben, um Ressourcen zu bekommen. Ihr habt also immer gutes Income an Ressourcen, weil die Ressourcengebäude oder die Produktionsgebäude, die werfen jetzt nicht so viel ab. Wenn ich so gucke, das höchste, was ich da gerade Level 21, das gibt mir gerade mal 9000 pro Stunde. Und da kann ich zum Beispiel Holz, kann ich in 2 Stunden 1 Million farmen. Das geht da wesentlich schneller. Empfehle ich euch also nur. Das nächste Gebäude, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Allianzgebäude, also das Allianzzentrum. Dadurch, dass ihr das höher levelt, kriegt ihr mehr Hilfen. Ich kann derzeit 26 Hilfen pro Forschung oder Gebäude kriegen. Das reduziert die Zeit extrem. Ich kann das euch mal ganz kurz zeigen. Hier haben wir zum Beispiel das Stipendium Stufe 2 wurde jetzt um 6,5 Stunden reduziert. Oder hier Sperrkämpfer-Übungsplatz wurde um 11,5 Stunden reduziert. Das ist schon extrem viel Zeit, die ihr dadurch gewinnt. Kommen wir auch direkt zu den nächsten Gebäuden. Das sind nämlich unsere Produktionsstätte für die Einheiten. Die würde ich euch auch empfehlen, möglichst hoch zu ziehen, damit ihr einfach lange ausbildet und auch immer mehr ausbilden könnt. Ich kann jetzt derzeit hier zum Beispiel die Reiter und die Axtkämpfer habe ich bisher am höchsten mit Stufe 21. Die anderen sind gerade auch am Ausbauen. Die versuche ich noch nachzuziehen. Dafür müsst ihr auch ein Produktionsgebäude hoch haben. Wie ihr seht, ich habe hier das Sägewerk auf 21, die Münzstellanstalt auf 21, die Israel sogar auf 22 für die Schamanenhütten und die Mana-Raffinerie auf 20. Das brauche ich allerdings, glaube ich, nur für das Lagerhaus, gar nicht für die Einheiten. Die anderen sind recht low noch, die ziehe ich irgendwann mal nach, aber das habe ich bisher noch nicht so als wichtig erachtet. Dann empfehle ich euch auch das Forschungszentrum oder bei mir ist es Rat der Seher hochzuziehen, damit eure Forschung schneller vonstatten geht, dass ihr auch mehr Forschung freischaltet und so. Können wir auch direkt mal reingehen, dass wir uns die Forschung angucken. Hier empfehle ich, dass ihr möglichst schnell gute Units freischaltet, also in der Militärtechnologie am Anfang euch erstmal drauf konzentriert, dass ihr T3 oder sogar T4 recht schnell freischaltet, weil die Einheiten sind definitiv das Wichtigste in dem Game. Je mehr gute Einheiten ihr habt, desto mehr Damage macht ihr, desto mehr Damage machen auch eure Helden und so weiter und so fort. Ihr haltet mehr aus. Ob ihr da jetzt mit 30.000 oder mit 90.000 Einheiten rumlauft, ist schon ein sehr, sehr krasser Unterschied. Deswegen empfehle ich euch hier auf jeden Fall viel reinzusetzen oder auch möglichst schnell euch hier drauf zu konzentrieren. Ich habe auch schon einiges in der Wirtschaft reingemacht, weil, wie gesagt, ich gather sehr viel, benutze auch viel die KP-Erholung, weil ich recht aktiv unterwegs bin und versuche dadurch auch viele Sonderbelohnungen noch zu bekommen. Ansonsten empfehle ich euch, dass ihr sowas wie Architektur, also euer Bautempo oder euer Forschungstempo erhöht, damit eben eure Stadt wesentlich schneller wächst. Hier wird gerade was fertig, das sagen wir mal kurz ein. Machen wir direkt nächste, 15 Stunden habe ich erstmal Zeit für 900 Stück. Habe ich auch 113.000 von. Das ist derzeit meine beste Einheit, die ich habe, weil ich auch die besten Mages habe. Dann kommen wir als nächstes zu den Heilergebäuden. Da würde ich euch auch empfehlen, dass ihr die möglichst schnell recht hoch macht. Einmal geben die gut Punkte, falls ihr gerade beim irgendeinem bestimmten Event viel Punkte machen wollt. Die kosten wenig Zeit für viel Punkte. Ihr habt viel tägliche freie Heilung, die ihr dann durch freischaltet und ihr heilt eure hohen Einheiten auch schneller, wenn die höherstufig sind. Da kann ich euch auch direkt sagen, wenn ihr bei den Edikten mal schaut, ich habe hier am Anfang Fehler gemacht und bin auf Ressourcenheilung gegangen. Ressourcenheilung
kann ich nicht wirklich empfehlen, weil das sehr, sehr teuer ist. Ich hatte eben 5000 Einheiten, das kostete mich ungefähr 1,3 Millionen Ressourcen insgesamt. Ich glaube 600k Holz war es, 500k Stein und der Rest war Mana. Ist also sehr, sehr teuer, lohnt sich glaube ich nicht so. Also ich würde euch da auf jeden Fall immer empfehlen, dass ihr auf die freie Ressourcenheilung geht. Auf die freie Heilung geht, nicht Ressourcenheilung, Entschuldigung. Ja, das war es, glaube ich, erstmal zu den Gebäuden. Dann komme ich mal ein bisschen zu dem Ressourcenfarm. Wie ihr seht, ich habe 5 Leute draußen. Bin auch sehr gut dabei. Einmal, damit ich hier halt schön spare und immer Ressourcen habe, um Sachen abzugraden. Und zweitens ist das Gute bei den Helden, wenn wir mal schauen, hier zum Beispiel bei Keller. Die haben Talente, die euch EP geben für gesammelte Ressourcen. Davon haben wir 3-mal so schöne Trades hier. Da kann man, glaube ich, ich meine bis zu, was habe ich jetzt gerade gelesen, 62.000 EP pro Tag könnt ihr mit euren Helden farmen. Das Gute ist, es gilt auch für den ihr mitschickt. Also zum Beispiel, ihr könnt ja nachher einen zweiten mitschicken, dann geht das auch sehr gut. Zeige ich euch einmal ganz kurz. Hier haben wir meine Sammelberichte. Zum Beispiel, hier habe ich 1 Million Holz gesammelt. Da hatte ich Garbot mit und der hat einfach für diese 1.027.000 EP bekommen. So, das macht ihr jetzt 2-mal, dann ist der durch und dann könnt ihr den nächsten mitschicken und dann habt ihr so maximale EP-Gewinnung noch zusätzlich durchs Farmen dabei. Außerdem würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr beim Erkunden recht schnell oder auf jeden Fall alles erkundet, was ihr so könnt. Da gibt es sehr, sehr viele Belohnungen. Einmal nur durch Sachen, die ihr erkundet oder durch die Weltwunder, wenn ihr die dann fertig macht, gibt es immer schöne Belohnungen. Es gibt Schatzkarten, die ihr nachher vervollständigen könnt, wo dann so ein kleiner Podest auftaucht, den ihr dann finden müsst. Und wenn ihr draufklickt, gibt es auch dicke Belohnungen. Also lohnt sich auf jeden Fall, das alles freizuschalten. Ihr seht auch mehr, wenn ihr mal irgendwann hier kämpfen müsst oder so. Hat nur Vorteile. Leider gibt es derzeit noch einen kleinen Bug in Kalt hier bei mir. Den Jadefluss kann ich nicht erkunden, deswegen habe ich da keine 100%, aber der soll wohl Ende Mai behoben werden mit dem nächsten Patch. Als nächstes könnte ich euch noch was zu dem Goblin-Markt sagen. Da habe ich am Anfang etwas verkackt. Da wusste ich nicht, dass man noch runterscrollen kann. Es gibt nämlich noch nicht nur 2 Reihen, sondern sogar 4 Reihen. Der ist leider gerade nicht da, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Da empfehle ich euch auf jeden Fall die Sachen, die ihr für Ressourcen kaufen könnt, immer schön zu kaufen. Es gibt auch diese Booster für eure Produktion. Die kaufe ich persönlich nicht. Ich finde die noch nicht so sinnvoll. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann mal auch kaufen, wenn ich meine Produktionsstecken ein bisschen höher habe und das auch wirklich brauche. Derzeit konzentriere ich mich eher auf die Sammelbonis hier. Die gibt es auch für Ressourcen zu kaufen, also braucht da keine Diamanten für ausgeben. Wenn ihr mal Diamanten ausgebt, denke ich, sind die 70% Angebote oder besser für die ihr gehen solltet. Weil das sind die am effektivsten sind, wo ihr auch richtig bei Riss macht. Wenn ihr Free-to-Play-Player seid, guckt immer, dass ihr eure schönen Dailies macht. Da kriegt ihr richtig schön was raus. Kriegt ihr auch immer hier Marken. Könnt ihr euch aussuchen, für wen es ist. Ich habe meinen Barkai schon komplett gemaxt. Deswegen bin ich gerade dabei, die Pan zu maxen. Leider hatte ich ein bisschen Pech und konnte nicht so schön, oder vielmehr nicht Pech, ich habe es am Anfang verkackt. Wichtig ist immer, das kann ich euch hier jetzt auch gleich sagen, dass ihr solche Helden erstmal nur auf 1 Stern lasst, weil dann ist nur eine Fähigkeit freigeschaltet. Am Anfang kosten die ersten Fähigkeiten auch weniger Marken und ihr wollt immer erreichen, dass die erste Fähigkeit auf jeden Fall Max ist bei den ganzen goldenen Helden vor allen Dingen, weil das ist immer die beste Fähigkeit, die haben. Ich habe ein bisschen Glück gehabt bei meinem Villain, den hatte ich auch viel zu früh freigeschaltet. Der ist aber dann doch noch die erste Fähigkeit auf Max gegangen. Bei ihr habe ich es schon verkackt und auch bei Emrys habe ich es verkackt, weil ich es am Anfang einfach nicht besser wusste. Also von mir der Tipp, lasst eure Helden auf 1 Stern, wenn es geht, und levelt erstmal die erste Fähigkeit hoch. Das gilt auch für die Leader-Helden. Da habe ich es eigentlich fast überall gemacht. Außer hier bei ihm, glaube ich, bei Alistar. Der Rest müsste dann soweit in Ordnung sein. Ja. Ja, das war es, glaube ich, erstmal von mir. So als Quick-Tipps. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen weitergeholfen und ich kann euch ein bisschen
davor bewahren, ein paar Fehler zu machen, die ich am Anfang gemacht habe. Dann würde ich sagen, ich danke euch und ciao, ciao.